So, hallo zusammen und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute werde ich euch zeigen, wie ihr mit WordPress ganz einfach eine Webseite erstellen könnt und ich werde euch Schritt für Schritt da hinein begleiten und ich würde sagen, wir fangen gleich an nach dem Intro. Ihr seht, ich bin hier schon bei meinem Hoster. Ich benutze myhosttech.eu. Der ist meiner Meinung nach einer der besseren. Er ist ziemlich billig und ja, ich habe sehr gute Erfahrungen gemacht. Wenn ihr euch auch dafür interessiert, könnt ihr einfach über myhosttech.eu. Ich werde auch alles hier machen und euch in diesem Hoster erklären. Deshalb empfehle ich euch unten in der Videobeschreibung gleich den Link zu benutzen und ja, euch da mal das anzuschauen. Ich werde euch jetzt gleich hier erstmal zeigen, wie ihr eine Domain übernehmen könnt und dann werden wir noch einen Server mieten, hier über Hosttech. Dann gehen wir auf die Webseite und ja, genau, das ist so grob gesagt der Inhalt. Erstmal brauche ich eine Domain. Ich würde hier zum Beispiel gleich mal Wissensquelle. Irgendwas nehmen, weil ich habe da bereits wissensquelle.ch und jetzt ist die Frage, was könnte ich hier noch benutzen? Zum Beispiel wissensquelle.info werde ich jetzt mal benutzen für dieses Video. Dann werde ich das mal bestellen. So, bereits bestellt, perfekt. So, ihr müsst wahrscheinlich noch die Zahlungsinformationen angeben und so weiter. Und dann werde ich hier noch per E-Mail benachrichtigt. Und wenn das hier dann erscheint, werde ich ja, einen kurzen Cut machen, dann sehen wir uns wieder. So, ihr seht bei mir hier, es wurde aktiviert. Ich habe die Rechnung bezahlt. Jetzt können wir das Ganze starten. Was vielleicht noch wichtig ist für euch zu wissen, ihr braucht einen Hoster, also ihr braucht so ein Hosting. Ich habe hier das Hosting L. Ich habe auch mehrere Webseiten. Ihr könnt auch einfach das billigste nehmen. Und das reicht vollkommen aus für eine Webseite. So, jetzt müssen wir unseren gekauften Server mit der neuen Domain verbinden. Und das machen wir ganz einfach. Wir gehen hier in die Einstellungen und gehen hier auf Domain installieren. Hier geben wir unsere Domain an, in meinem Fall wissensquelle.info. Das Website-Hosting wollen wir. Hier ist noch interessant, man könnte auch eine Weiterleitung machen, das benutze ich auch zum Beispiel. Da, wenn man dann diese Domain eingibt im Internet, wird man weitergeleitet auf eine andere Domain, das kann man dann alles definieren, aber wir wollen hier eine Webseite hosten. Dann können wir hier FTP, Benutzername und Passwort eingeben. Das ist einfach, dass ihr später mit einem sogenannten FTP-Client, wie zum Beispiel FileZilla, auf die Ordnerstruktur des Servers zugreifen könnt. Dann haben wir hier ein Passwort und dann gehen wir auf Domain installieren. Das dauert jetzt ein kleines Weilchen. Jetzt hat das geladen, jetzt sind wir auf dieser Seite. Hier seht ihr bei mir, ich habe verschiedene Domains, deshalb muss ich hier ein wenig zuteilen. Aber bei euch wird wahrscheinlich nur eine Domain stehen, da könnt ihr einfach dieser Domain alle verfügbaren Plätze zuteilen. Teile ich es einfach auf und speichere dann. Genau, und jetzt seht ihr, es ist hier die wissensquelle.info im Server integriert, aber ist noch inaktiv. Wenn wir hier schauen, steht auch immer schön warum. Und hier steht, wir müssen das noch im Domain Center hinzufügen. Das machen wir gleich mal. Wir gehen ins Domain Center, sehen unsere wissensquelle.info und gehen wir hier auf Details und müssen hier zur Account-Zuweisung. Und hier seht ihr jetzt wird es schon angezeigt, hier unser Hosting L. Wählen wir das aus und drücken Speichern. Gut, wurde erfolgreich gespeichert. Wenn wir mal schauen im Server Center. Genau, jetzt ist die aktiv. Das ist super. Okay, perfekt. Der nächste Schritt ist, dass wir auf unserem Server ins Control Panel gehen. Das könnt ihr hier mit dem kleinen Rechteck machen. Gehen wir gleich drauf und dann kommt ein neuer Tab. Und hier seht ihr wieder alle eure Domains. In meinem Fall möchte ich hier natürlich wissensquelle.info, das interessiert mich. Jetzt müssen wir hier einige Dinge einrichten. Erstmal, wir werden ja danach WordPress installieren, aber das machen wir nachher. Wir können hier ein SSL und TLS-Zertifikat festlegen. Das ist sehr, sehr wichtig und das ist aber auch gratis.
weil ein SSL-Zertifikat ist im Browser, heißt das, dass die Webseite verschlüsselt ist. Wenn ihr das nicht habt, habt ihr bestimmt auch schon mal gesehen, eine Webseite, wenn ihr dort drauf gehen wollt, kommt eine riesen Nachricht, Achtung, diese Webseite ist unsicher. Das ist, weil die Webseite kein SSL-Zertifikat hat. Und das ist sehr wichtig, dass wir da natürlich eins haben, deshalb benutzen wir das kostenlos und dann die E-Mail eingeben und wir wählen hier alle 3 Punkte aus, denn wir wollen alles verschlüsseln und gehen dann auf kostenlos nutzen. So, wenn es funktioniert hat, wird das Fenster auch geschlossen und dann sind wir jetzt wieder hier. Jetzt seht ihr, die ist geschützt überall. Und jetzt sehen wir hier, gibt es noch verschiedene Optionen, die wir auswählen können. HTTP auf HTTPS. HTTPS ist einfach die verschlüsselte Version, also die mit dem SSL, wie ich vorher erklärt habe. Und das möchten wir eigentlich umleiten, sofern das möglich ist. Also die aktivieren wir. Dann das HSTS, das ist dazu da, dass wenn ein User, ihr seht hier, wenn ein User keine sichere HTTPS-Verbindung aufstellen kann, dann wird er blockiert. Und das möchte ich eigentlich nicht, weil dann können ja einige User nicht auf unsere Webseite zugreifen. Aber wenn euch wichtig ist, dass eure Webseite sicher ist, dann aktiviert das lieber, auch wenn halt einige Leute nicht zugreifen können, weil das ist dann ein nochmal sicherer Faktor. Das lasse ich auch deaktiviert, könnt ihr auch aktivieren und die OCSP-Anheftung aktiviere ich auch. Eigentlich möchte Hostec gerne, dass du alle aktivierst, also ist auch nicht schlimm, wenn du alle aktivierst. Genau. Und so, dann haben wir das gemacht. Als nächstes gehen wir wieder hier bei wissensquelle.info und diesmal gehen wir auf Anwendung installieren. Und wir suchen hier die Anwendung und zwar WordPress. Genau, WordPress. Und WordPress möchten wir installieren. Ja, einfach die neueste Version installieren. Und das dauert jetzt eine Weile. Wenn das Ganze installiert ist, dann seht ihr, sind wir im WordPress Toolkit. Und wir sehen hier wieder unsere Domain. Wir öffnen die mal und dann seht ihr, hier hat die verschiedenen Namen. Hier geben wir unsere irgendetwas ein, zum Beispiel. Das könnt ihr dann natürlich auf zum Beispiel euren Firmennamen oder was auch immer, wofür ihr eine Webseite macht. Dann seht ihr hier, können wir die Suchmaschinenindexierung, die wollen wir natürlich. Das wollen wir auch, das Caching. Dann ist die Webseite schneller. Debugging, das ist der Debugging-Modus, der brauchen wir momentan nicht. Passwortschutz brauchen wir auch nicht, außer ihr wollt das. Und das WP-Cron möchten wir auch gerne deaktivieren. Und dann gehen wir am besten gleich auf Einrichtung. Ihr seht hier, wir sind im Einrichtungsfenster. Das wplogin.php, das ist das Suffix. Und das könnt ihr so lassen oder auch abändern, das kommt nicht so drauf an. Und das Passwort ist momentan automatisch generiert. Das wollen wir gerne noch selber setzen und deshalb könnt ihr das einfach hier eingeben. Die E-Mail-Adresse des Administrators könnt ihr natürlich auch anpassen und die Sprache der Webseite so. Genau, wenn ihr das alles eingegeben habt, dann geht ihr auf Ändern. Dann habt ihr schon den ersten Teil der Einrichtung gemacht. Jetzt geht ihr auf Anmelden oder wissensquelle.info, kommt nicht so darauf an. Oder ich zeige es euch am besten gleich im Browser. Ihr gebt jetzt einfach eure Domain ein. In meinem Fall zum Beispiel wissensquelle.info. Und wenn wir einfach mal hier Enter drücken, dann seht ihr, die Webseite sieht momentan so aus. Das ist noch nicht wirklich schön, aber das ist einfach das Standard-Theme, das von WordPress angezeigt wird. Wenn wir jetzt hier /wp-admin eingeben, dann kommen wir automatisch auf das WordPress-Anmeldefenster. Hier loggen wir uns ein mit dem Benutzernamen und dem Passwort. Also ich würde die E-Mail-Adresse übernehmen, weil der Benutzername ist ja so komisch. Mit der E-Mail-Adresse und dem Passwort, das wir vorhin gleich gesetzt haben, und dann drücken wir auf Anmelden. So, hier kommt auch noch gleich die Abfrage wegen der E-Mail-Adresse. Könnt ihr gleich machen oder auch später daran erinnert werden, kommt nicht so drauf an. Irgendwann müsst ihr es einfach machen. Und dann seht ihr jetzt, wir sind im Dashboard. So sieht das Dashboard aus, das ist nicht so speziell. Und jetzt habt ihr eigentlich eine WordPress-Webseite. Ich zeige euch dann gleich, was ihr alles machen könnt. Am besten macht ihr gleich alle Aktualisierungen, dass ihr auf der aktuellsten Version das Ganze macht. Und
Jetzt zeige ich euch, wie das alles funktioniert. So, wir beginnen gleich. Das können wir mal ausblenden. Erstmal brauchen wir ein Theme. Und das können wir unter Design und dann Themes können wir uns eines auswählen. Wir haben bereits 3 von WordPress vorinstalliert drauf, aber eigentlich wollen wir nicht das, sondern wir wollen etwas, was halt einfach uns gefällt. Und das Coole ist, es gibt ganz viele verschiedene. Am besten schaut ihr einfach mal ein wenig herum. Ihr müsst auch ein wenig schauen, was passt zu euch. Also ihr könnt ja auch filtern. Wenn ihr zum Beispiel einen Online-Shop macht, dann müsst ihr E-Commerce-Themes nehmen am besten. Oder News oder was auch immer. Ich nehme zum Beispiel mal irgendeinen Blog oder so. Und suche das mal. Und dann können wir hier irgendwas auswählen, was schön aussieht. Zum Beispiel das. Dann wähle ich das mal. Und dann könnt ihr das installieren. Genau, jetzt ist das schon installiert. Jetzt müssen wir das auch noch aktivieren. Entweder gleich hier oder einfach unter Themes. Und dann hier aktivieren wir einfach das, was wir wollen. Dann wird das deaktiviert. Und wir können auch gleich diese, die wir nicht wollen, können wir gleich hier löschen. So, dieses auch. Dieses. So, genau, jetzt haben wir dieses hier. Und das ist gut. So, wenn wir jetzt mal die Webseite anschauen. Ja, jetzt seht ihr, unsere Webseite, die ist echt noch ein cooles Theme. So, ist die grob jetzt aufgebaut. Aber ihr seht wirklich nur das Grundgerüst. Und jetzt kommt noch ein wenig mehr Inhalt da rein, später, aber das macht ihr, das zeige ich euch nicht ganz genau. Ich zeige euch nur ganz grob, was es hier so zu tun gibt. Also, ihr braucht einige Plugins. Hier. Und das ist noch schwer zu sagen, was ihr braucht. Das ist komplett euch überlassen. Aber irgendwann werdet ihr ziemlich sicher irgendwelche Plugins brauchen. Was ich euch zum Beispiel empfehlen kann, ist das Chatpack. Das ist einfach so einerseits ein Spam-Schutz. Es ist aber auch gut für allgemeine Einstellungen. Es ist, glaube ich, sogar von WordPress gemacht oder so. Auf jeden Fall, die arbeiten gut zusammen. Das kann ich euch jedenfalls empfehlen. Und es gibt ganz viele, zum Beispiel irgendwelche für Formulare. Gleich schauen. Hier gibt es zum Beispiel WP Forms. Das ist auch ein gutes Plugin. Oder ich kann euch sonst mal alle Plugins, die ich benutze, in die Videobeschreibung hinein tun. Dann könnt ihr mal anschauen, was die so machen. Und vielleicht schreibe ich auch noch kurz eine Beschreibung, was die machen. Genau. Aber grundsätzlich ist gut zu wissen, WordPress ist ein Blogging CMS. Das bedeutet, ihr seht hier, es gibt Seiten und es gibt Beiträge. Wenn ihr eine Seite erstellt, das können wir gleich mal machen. Wir erstellen eine neue Seite. Die Hauptseite, also die Startseite haben wir ja schon. Und jetzt geben wir zum Beispiel irgendeine über uns Seite oder sowas an. Und ja, hier können wir irgendwas reinschreiben. Genau. Und wenn wir diese Seite veröffentlichen, hier gibt es noch verschiedene Tools, können wir diese veröffentlichen und dann können wir sie uns ansehen und dann mal schauen. Genau, die wurde sogar schon angezeigt. Hier seht ihr, wir haben nur die Seite erstellt, haben uns gar keinen Aufwand gemacht, aber trotzdem wurde sie schon designt sozusagen. Und hier ist unser Inhalt. Und dann gibt es hier noch Beiträge und so weiter. Da kann man ganz viel Verschiedenes machen. Wenn ihr etwas am Theme allgemein bearbeiten wollt, geht ihr in den Customizer. Da könnt ihr mal drauf gehen und mal hineinschauen. Es gibt da ganz viel Verschiedenes, was ihr einstellen könnt. Ich gehe jetzt nicht genau durch, aber zum Beispiel könnt ihr da verschiedene Menüs machen und so weiter. Ihr könnt da sagen, wie groß das Menü ist und ihr müsst dann einfach mal ein wenig herumschauen. Es gibt da endlos vieles. Und genau. Dann, was noch gut ist, hier die Einstellungen. Da könnt ihr einfach allgemeine Einstellungen machen. Das ist einfach grob auch noch gut zu wissen. Die Werkzeuge brauche ich persönlich selten. Und Benutzer, da könnt ihr einfach mal euren Benutzer anschauen. Bei mir ist es dieser. Den könnt ihr bearbeiten.
Und ja, die Plugins habe ich schon erklärt. Mir kommt gerade noch in den Sinn, ein Plugin, das ich euch sehr empfehlen würde, ist das SEO-Plugin von Yoast. Genau dieses, Yoast SEO. Das ist ein echt cooles Plugin, denn es übernimmt einen großen Teil der Search Engine Optimization. Wenn ihr das noch nicht gehört habt, dann googelt das mal auf Google oder YouTube. Da gibt es gute Erklärvideos. Das ist einfach, wie eure Webseite gerankt wird, wie Google eure Webseite versteht sozusagen. Und das ist wirklich wichtig, damit eure Webseite möglichst weit oben in den Suchergebnissen erscheint. Und ja, dieses Plugin hilft euch dabei. Wie gesagt, ich werde noch die anderen Plugins, die ich bereits benutzt habe, in die Beschreibung tun. Und da gibt es wirklich keine Grenzen. Es gibt zigtausend Plugins auf WordPress, genau. Und dann wollte ich euch noch kurz zeigen, hier die Beiträge. Ihr könnt hier einfach Beiträge erstellen. Das sind dann Blogbeiträge. Ich kann euch hier mal kurz einen machen. Hier mal so und den veröffentlichen wir gleich. So. Und schauen uns den an. Beitrag ansehen. So. Beitrag. Und wenn wir auf der Startseite sehen, sehen wir hier unser Beitrag. Also es ist alles wirklich schon vorstrukturiert und bereits vorbereitet. So, das war's mit dem kurzen Tutorial. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch ein Abo und ein Like da. Bis zum nächsten Mal.